Bin Brigitte Fuselier, bin seit 36 Jahren in Paraguay und bin jetzt hier auf meinem Landsitz in der Nähe von Altos mit meinem ganzen Gnadenhof. Tierschutz ist für mich einfach ganz, ganz wichtig und ich denke auch jeder kann Tierschutz machen. Man braucht dafür keine Sonderausbildung, sondern wenn du Tiere liebst, kannst du irgendwie immer helfen. Es gibt viele Möglichkeiten. Hier draußen jetzt in meinem neuen Heim habe ich natürlich auch meine ganzen Tiere mitgebracht, meinen Gnadenhof. Den konnte ich ja nicht zurücklassen. Es war natürlich eine lange Zeit, das auch alles aufzubauen soweit. Und jetzt sind eigentlich alle hier. Auch die Schweine sind hier, der Oliver ist hier, Goldie ist hier und die Hunde, Katzen etc. Und das war natürlich, ist es eine Eigenverantwortung von mir auch gegenüber der Tieren. Ich muss denen ja auch immer das Futter jeden Tag zur Verfügung stellen, tierärztliche Themen. Das ist also nicht einfach was man einfach so machen kann. Das hat sehr viel Unkosten damit verbunden. Macht aber auf der anderen Seite auch Spaß, gibt sehr viel Genugtuung für einen, weil man doch auch, das ist eine Familie für mich und man hilft da zusammen. Tierschutz bedeutet für mich eigentlich einzustehen für die Rechte der Tiere, sie zu verteidigen, weil sie selbst ja keine Stimme haben und da zu sein, wenn sie einen brauchen. Tiere für mich sind Wesen, die fühlen, sind für mich Familie und auch fremde Tiere sind oft einfach Wesen, denen man helfen muss, wenn sie in Not sind. Das sind für mich Tiere. Der Umgang mit Tieren, die Tiere zeigen ihre ganze Liebe, ihr Vertrauen, ist einfach Liebe. Der Umgang mit Tieren ist einfach die echte Liebe. Das ist auch ein Umgang, das ist kein geheucheltes Sein, das ist wirklich die Empfindung, was das Tier hat und die entgegenbringt und auch das Tier gibt wieder, diese Freude wieder zurückgibt. Mein Beitrag zum Tierschutz hier in Paraguay, jetzt momentan aktuell, ich unterstütze im Gnadenhof, meinen eigenen Gnadenhof. Ich unterstütze andere Tierheime, denen es sehr, sehr schlecht geht, mit Futter. Ich unterstütze öfters auch mal mit Zahlungen von Sterilisationen, was ganz, ganz wichtig ist, von Tieren, die mir nicht gehören. Oder wenn ich selbst betroffen bin mit einem Tier, was überfahren worden ist, ich helfe ihnen, übernehme ich die Kosten, vermittle dann die Tiere, vermittle sehr viele Hunde an andere Leute, helfe auch Katzen zu vermitteln, einfach, dass die Tiere einen guten Platz finden. Also das ist mein Beitrag zum Tierschutz. Die Leute können sehr viel für den Tierschutz tun, entweder wenn sie selbst keinen Platz haben, um ein Tier zu adoptieren, sie können helfen, ein Tier zu vermitteln, dass man einen guten Platz findet. Es gibt die Tierheime, die privaten Tierheime in Asunción sind alle überfüllt. Die suchen alle dringend Plätze für Katzen wie auch Hunde. Und man muss vor allem sich diesen Mambo aus dem Kopf hauen, ich will unbedingt einen edlen Hund haben, einen Rassehund. Das sollte man vergessen. Man soll wirklich darauf zugehen, dass man diese Mischlingshunde nimmt, weil die sind auch viel treuer. Viel treuer für den Besitzer, werden viel weniger krank, als wie die gezüchteten Hunde. Und man hilft also wirklich dann konkret. Man kann auch Beiträge leisten, dass man Sterilisation mitbezahlt oder dass man Futter an die Tierheime liefert, die das brauchen. Das ist ein konkreter Beitrag. Nach wie vor ist meine Meinung, das Wichtigste jetzt hier im Paraguay im Tierschutz ist, Sterilisationen zu fördern. Sterilisationen zu bezahlen von Tieren, die in Not sind. Und auch von anderen in Vierteln, wo die Leute kein Geld haben, dass man denen hilft, dass sie ihre Katze oder ihren Hund sterilisieren können, weil sonst hört dieses Elend nie auf mit den Tieren, die ausgesetzt werden, die angebunden sind, die zu Zuchtzwecken benutzt werden oder gestohlen werden. Damit hört sich das ganze Elend auf, wenn man die Tiere einfach sterilisiert. Es gibt die ganze Tierschutz von staatlicher Seite sehr reduziert. Es ist besser, wenn man es privat macht oder auch untereinander die Gruppen sind ja sehr stark zusammengeschlossen und sich einfach mit denen einigt und versucht, die Lösung zu finden für die jeweiligen Tiere. Also auf jeden Fall Privatlösung finden. Das ist immer einfacher als wie über staatliche Seite. Also ich denke, jeder, auch wenn er null Ahnung hat, kann sich verwickeln im Tierschutz. Ich meine, er kann sich, wenn er hierher kommt, man kann ihm Daten geben, Kontaktdaten zu den Leuten, wo es schon gibt. In Casabá die Doris zum Beispiel, die macht das ganz toll dort in der Ecke mit ihrer Gruppe. Dann gibt es hier natürlich in Asunción auch ganz tolle Leute, wo man sie vermitteln kann, wo sie helfen können und wo sie selbst mit dabei mitarbeiten können, Beispiel. Ich möchte jetzt hier draußen noch eine große Freigehege für die Katzen bauen. Und solche Sachen, also ich bin froh über jeden, der mal gern mithelfen möchte, auch konkret dann. Aber ansonsten glaube ich, jeder kann was tun für den Tierschutz. Er kann draußen auf dem Gehsteig, wo er wohnt, ein Wasser rausstellen und Futter rausstellen. Er kann sich da rein und kriegt sofort ein Feedback von den Tieren selbst. Das kann er ganz einfach machen.
Also ich bin jederzeit bereit, die Leute zu beraten, was sie direkt machen können für den Tierschutz. Jeder nach seinem Wunsch, was er machen kann, wie er sich selbst einbringen kann, wie er woanders helfen kann oder was er selbst was aufbaut. Da helfe ich jedem gern beim Brainstorming ein bisschen, wenn er will. Meine Nummer ist ja allgemein bekannt, dass die Leute sich selbst mit reinbringen können in das Thema Tierschutz und dann gleich auch spüren die ganze Liebe, wo auf sie zurückkommt.